Sieht das nicht unfassbar gut aus? Saftiges Hackfleisch, knackiger Rosenkohl und Pasta. Auf den Punkt. Und das Beste, es macht fast keine Arbeit. Ich lasse heute den Ninja Speedy und den Cosori Turbo die ganze Arbeit machen. Wie das geniale Airfryer-Rezept funktioniert, das seht ihr jetzt. Für heute brauchst du Hackfleisch, Rosenkohl und Nudeln. Als erstes habe ich jetzt den Rosenkohl, den ich jetzt hier putzen muss, wo ich hier hinten die Enden abschneide, die Blätter weg und hinten über Kreuz einschneiden. Das gibt heute eine Zusammenarbeit, Ninja Speedy und Cosori Turbo Bliss. Ja, und ich habe noch eine Neuigkeit für euch. Mein Mann hat das so gut gefallen und es wird ab und zu ein Video mit Ihnen geben, aber ein ganz besonderes Video. Das Ganze heißt dann Opas schnelle Nummer. Und zwar, ich bin ja ab und zu mal nicht zu Hause, nicht da, wo er selber kochen muss. Und dann nimmt er ganz gerne auch schon mal so ein Fertiggericht. Dann haben wir gesagt, okay, kannst du gerne machen. Also die Videos dann mit Opas schnelle Nummer sind ja die Fertiggerichte, wo sich im Supermarkt mal schnell ein Schnitzel oder irgend sowas mitnimmt und das dann zubereitet. Aber auch, er hat schon ganz tolle Ideen, den Goldknödel will er auch nachmachen. Also ich würde schon, glaube, richtig interessant. Der Mann hat richtig Lust bekommen. So, die Knödel sind fertig. Jetzt geht es mit meinem Hackfleisch weiter. Da nehme ich jetzt erstmal die Hälfte nur. Ja, und was findet ihr von der Idee, was ich euch gerade erzählt habe? Ja, er hat auch gesagt, seine Goldknödel, die macht er nicht nur so, da macht er den Misthaufen dazu. Bin mal gespannt, was das wird. Und was haltet ihr von der Idee? Soll er da sich wirklich reinsteigern und das Ganze machen oder sagt er es lieber nicht? Also was ich jetzt hier mache, ich verteile jetzt das Hackfleisch so auseinander. Ich will das jetzt anbraten etwas. Dann will ich, dass das nicht zusammenhängt. Und deswegen krümle ich das jetzt hier schon so ein bisschen auseinander. Also so grob mal. Dann würze ich das Hackfleisch etwas, aber auch nicht allzu viel. Also es kommt jetzt erstmal nur Pfeffer ran. Kein Salz. Etwas Chili. Arbeite ich jetzt mal kurz durch, damit die Gewürze überall sich gut verteilen. So, du darfst das schon mal passen. Dann kann ich das Hackfleisch mal kurz beiseite stellen. Jetzt geht es ins Speedy weiter. Da kommen meine Nudeln unten rein. So, jetzt habe ich hier Wasser, das dazu kommt. Das habe ich schon etwas vorgewärmt, damit es nicht ganz so kalt ist. Dann braucht der Speedy nicht so lange bei seinem Speedmehl. Noch ein bisschen mache ich noch zu. So, die ist die Nudeln richtig schön im Wasser schwimmen. Jetzt habe ich meine Grillplatte, die hat ja die Füßchen, die kommen jetzt nach außen. Ja. Und darauf kommt jetzt mein Rosenkohl. Also ich lege den jetzt extra da oben drauf, weil ich will, dass ich habe den jetzt extra da oben drauf gepackt, weil ich will, dass der Dampf gart und nicht, dass er im Wasser dann nachher ausgekocht ist. Deswegen lege ich den Rosenkohl jetzt oben drüber und so kommt das jetzt in den Speedy rein. Das ganze Dampfgaren für 15 Minuten oder 12 Minuten lang. So, der Hebel muss oben sein, eingeschaltet, Programm Dampfgaren dann entsprechend bin ich runtergegangen und auf der anderen Seite hier nebenan kann ich dann die Zeit einstellen und ich gehe nicht hoch, wie ich da zeige, auf 27 Minuten, sondern runter auf 12 Minuten hatte ich das eingestellt. So, ich habe ja gesagt, es gibt eine Zusammenarbeit mit der Cosori Turbo. Hier habe ich jetzt mein Gitter, was noch oben drüber kommt. Hier habe ich etwas Wasser, was ich unten rein mache. Und hier habe ich jetzt mein Hackfleisch, was ich klein verteilt hatte. Das verteile ich jetzt auch hier drauf. So, warum habe ich jetzt das Gitter dazwischen gemacht? Wenn ich das nur so gemacht hätte, du siehst da hinten rutscht es mir nämlich schon runter, dann würde mein Hackfleisch ganz schnell unten drunter durchfallen. Und so durch das Gitter, was ich dazwischen gemacht habe, bleibt das Hackfleisch da oben drauf. So ist das jetzt gut verteilt. So kann das jetzt rüber in die heiße Fritteuse rein. Mal ein bisschen zurückholen, denn da sollte es gar nicht runterfallen. Ach so, noch kurze Erklärung, warum ich jetzt unten Wasser reingetan habe. Das Hackfleisch hat ja richtig Fett drin und das tropft ja unten rein. Einmal, dass es nicht anfängt, ja, wie soll ich sagen, das anbrennt, das Fett unten drunter und es fängt an zu rauchen. Aber da das jetzt runter tropft, das Fett, kann ich das auffangen und kann das auch gleichzeitig für die Soße noch etwas nutzen. So, jetzt sind wir beim Ninja Speedy. Oberer Schubfach nehme ich, Programm 1 und von der Temperatur, ich nehme wieder 180 Grad nur. Ich nehme lieber etwas länger. 180 Grad ist gesünder, du verbrennst es nicht ganz so schnell oder ich nehme einfach 180 Grad. So, 10 Minuten, ja, die kann ich mal einstellen. So, dann schaue ich mal. Jo, das ist schön angebrutzelt von oben. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Minuten brutzeln lasse. Und wenn ich die Masse so sehe, hätte ich fast das ganze Hackfleisch drauf machen können. Ja, es brutzelt halt zusammen. Hätte ich mir schon denken können.
Aber es passt so, ne? Ich lasse es so. Und siehst du, hier unten habe ich jetzt die Soße. Es gibt eine kleine Programmänderung. Mein Mann ist gerade gekommen und er möchte diese Soße unbedingt dazu haben. Die liebt er, die schmeckt ihm so lecker. Also keine Bratenansatz, sondern die Soße soll dann dazu kommen. So, schau, und dadurch, dass ich das jetzt auf der Grillmatte wieder gemacht habe, kann ich das auch hier wunderbar einfach leicht rausholen. Und am besten eine Schüssel, wo ich es mal zwischendrin rein tue. Ja, da kann ich jetzt wunderbar einfach rausholen. Dann kann ich jetzt hier rüber in die Schüssel geben. So, und jetzt kommt etwas Salz drüber. Hätte ich das Salz gleich am Anfang drüber, hätte das Hackfleisch mehr geschmort und weil das Salz verleitet zum Schmoren mehr. Deswegen jetzt zum Schluss das Salz drüber, so ist das voll und ganz dann. Ja, und solange der Speedy jetzt hier noch arbeitet, möchte ich mal ganz kurz was zeigen. Und zwar hier mein Lokal-Kochbuch von der Heißdruckfritteuse. Da hatte ich mal 20 ja, Testköche gesucht und da hat meine Gruppe fleißig mitgemacht. Habe inzwischen jetzt hier auch die ersten Bewertungen alle schon zurückbekommen. Schaut und hier also wunderbare Rückmeldungen mit Fotos, was die entsprechend nachgekocht haben. Und ich muss sagen, das hat mich sehr gefreut, diese ganzen Rückmeldungen, die ich jetzt da erhalten habe. Ja, ich gebe mir immer relativ, was heißt relativ, ich gebe mir immer viel Mühe, damit alles passen soll. Und dann so eine Rückmeldung zu bekommen, da freue ich mich doch sehr darüber. Ja, das war jetzt eine kurze Zwischenmeldung, bevor jetzt mein Speedy so weit ist. Schauen wir gerade mal, was der jetzt so noch anstellt. So, der Speedy hat gerufen, er ist fertig. So, damit ich ihn für euch rausholen kann, habe ich jetzt mal so ein Handtuch genommen. Siehst du, hier habe ich jetzt meine Knoddelsche. Die kommen jetzt erstmal da runter. Zu meinem Hackfleisch rüber. Mit dieser Zange hole ich jetzt die Platte da runter. Und hier unten habe ich jetzt noch die Nudeln, die ich jetzt auch so rausholen kann. Bisschen klein alles. Das hat wieder mehr als ich gedacht habe. Oh, oh, ich glaube, ich wäre alt. Ich habe wieder vergessen, die Kamera einzuschalten. Nochmal. Also die Nudeln hatte ich komplett aus dem Topf jetzt da rausgenommen, der Nara. Der ist wie die Topf, dann war leer. Und in den leeren Topf habe ich dann die Nudeln mit dem Hackfleisch und mit den Knödelchen wieder zurück. Habe diese Soße, die mein Mann ganz gerne haben wollte, in den Topf mit dazu. Das Ganze alles entsprechend umgerührt, sodass das nachher gut durchgearbeitet war. Dann ist das zurück in den Speedy reingekommen und in den Speedy habe ich dann das Programm eingestellt. Ja, und der Hebel war jetzt hier unten eingestelltes Programm, bin auf Anbraten gegangen und von der Stufe war ich jetzt runtergegangen auf Stufe 2, weil ich das ja nur noch mal leicht erwärmen wollte. So, hier haben wir jetzt das fertige Essen. Ninja Speedy. Schau, das ist richtig schön zart. Das habe ich schon beim Reinschneiden gemerkt. Hier habe ich mein Hackfleisch mit dazu und hier habe ich meine Nudeln der entsprechenden Soße. Hier konntest du jetzt sehen, wie zwei Heißluftfritteusen wunderbar zusammenarbeiten. Ja, und ich wurde immer wieder öfters gefragt wegen Kanalmitgliedschaften und da habe ich jetzt ein extra Video erstellt. Dankeschön. Ich möchte mich bei euch erstmal recht herzlich bedanken. Inzwischen haben doch viele nachgefragt wegen den Kanalmitgliedschaften, wie das funktioniert. Und das erkläre ich dir jetzt hier im Video. Jetzt zeige ich dir noch ganz kurz, wie du da zukommst zu den einzelnen Punkten, dass du es entsprechend findest. Wenn du auf meinem YouTube-Kanal bist, da gibt es ja hier den Abonnier-Button und hier Mitglied werden zur Community. Und wenn du hier auf hier Mitglied werden klickst und dann kommst du hier zu den entsprechenden Video und unten drunter dann nachher, wo die Mitgliedschaften das alles nachher nochmal sind. In meinen Videos habe ich ja Gerichte aus diesen kleinen Pfännchen gezeigt. Und jetzt hat die Sabine dazu eine Frage, ob die auch in ihre Heißluftfritteuse passt. Sie hat jetzt eine Cosori. Okay, es gibt jetzt unterschiedliche Cosori, deswegen bin ich jetzt mal hergegangen und beantworte die Frage jetzt hier auch mal im Video und messe jetzt mal den Korb jetzt aus und zeige euch auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie ich das im Einzelnen mache. Also erstmal war das so eine Pfanne, wo der jetzt hier hinten dran ist, den ich abmachen kann. Punkt 1. Punkt 2, der Korb jetzt hier von der Cosori ist jetzt grob 23 auf 23, also noch ein ganz klein bisschen mehr, aber geht ja leicht konisch noch oder soll ja nicht an den Rand kratzen, deswegen 23 auf 23. Jetzt machen wir das erste. Ich mache auch immer auf der Grillplatte meine Silikonmatte dazwischen. Die packe ich egal wo, die Silikonmatte ist bei mir ein festes Bestandteil, die gehört immer mit dazu. Ansonsten siehst du jetzt hier, dadurch, dass ich den Griff abgenommen habe, passt das wunderbar hier rein und ich habe noch Platz. Das ist die eine Pfanne. So, und hier ist die zweite Pfanne. Also auch hier, die zwei Pfannen passen da wunderbar jetzt rein.
Jetzt geht es weiter mit dem Ninja Speedy. Da habe ich ja hier diese Christplatte, die ich jetzt hier einhängen kann. Und jetzt könnte ich da oben drauf das auch geben. Jetzt siehst du aber, das ist ja zu hoch, das passt ja gar nicht. Also kann ich das nicht nehmen. Falsch. Nehme das mal raus. Ich klappe mal die Füßchen ein. Pack das unten rein. Jetzt schauen wir, was jetzt passiert. Meine Matte wieder rein. Du siehst, unten wird der kleiner. Mein Versuch, siehst, scheitert. Geht nicht. Das wieder raus. Und jetzt kommt mein anderer Tipp. Diese kleine Platte, die liebe ich inzwischen sehr. In Verbindung mit dem Speedy. Ja, wenn ich die andere Platte hier oben drin habe, habe ich nur noch so wenig Platz. Das hast du ja gerade gesehen. Mit dieser Platte jetzt hier habe ich eine Zwischenhöhe. Mache ich auch wieder drauf. Und probier mal. So, voilà. Es passt. Also kann ich diese Pfännchen auch in den Ninja Speedy wunderbar nehmen. Das ist die eine Pfanne. Noch was drunter packen. Oder wir legen es so rüber passt auf alle Fälle. Da war es jetzt. Ja, siehst du? Und so passt das auch in Speedy rein. Das sind immer so meine Tricks, wo ich dann hin und her probiere, was passt wie. Und so wie ich jetzt der Sabine ihre Frage beantwortet habe, wenn du bei mir eine Kanalmitgliedschaft hast, die kleine, auch da beantworte ich dir diese Fragen. Bei YouTube hat das jetzt ein bisschen verbessert. Jetzt erkenne ich, wenn Kanalmitglieder Fragen stellen, und jetzt kann ich die direkt einfacher beantworten. Das war früher nicht ganz so einfach. Deswegen ist vielleicht die eine oder andere Frage durchgegangen vom Kanalmitglied, die ich hätte auch im Video noch erklären können. Also ich gehe auf deine speziellen Fragen im Video ein und zeige dir Lösungen, was du machen kannst. Auch wenn du zu Rezepten Fragen hast oder dergleichen, bekommst du im Video eine Antwort.